Lektion 1: Glück finden. Hi Anna, wenn du über deine Ziele nachdenkst, was möchtest du erreichen? Hallo John, ich denke darüber nach, was mich glücklich macht und wie ich es erreichen kann. Das ist ein toller Ansatz. Glück ist ein so wichtiges Ziel. Ruf. Ich möchte mehr reisen und andere Kulturen kennenlernen. Reisen kann so bereichernd sein. Haben Sie einen bestimmten Ort im Sinn? Ich würde gerne Japan besuchen. Die Kultur und das Essen sind faszinierend. Japan klingt großartig. Ich habe gehört, dass die Kirschblüten im Frühling wunderschön sind. Ja, ich möchte sie persönlich sehen. Was ist mit dir? Ich möchte eine neue Sprache lernen. Es wäre eine lustige Herausforderung. Das ist ein fantastisches Ziel. An welche Sprache denken Sie? Ich denke über Spanisch nach. Es ist weit verbreitet und nützlich. Tolle Wahl. Außerdem eröffnet es viele Reisemöglichkeiten. Genau. Ich möchte auf meinen Reisen mit mehr Menschen in Kontakt treten. Lektion 2: Das Versprechen des Wolfes. Guten Morgen, Anna. Ich las eine Geschichte, in der er von dem Versprechen sprach, das der Wolf gemacht hatte. Das klingt faszinierend. Was war das Versprechen? Der Wolf versprach, das Dorf im Austausch für Nahrung zu beschützen. Interessant. Vertrauten ihm die Dorfbewohner. Zuerst waren sie skeptisch, aber schließlich stimmten sie zu. Es ist immer riskant, einem Wolf zu vertrauen. Was geschah als nächstes? Der Wolf hielt sein Versprechen, doch die Dorfbewohner mussten vorsichtig sein. Ich kann verstehen, warum. Was versprachen Sie dem Wolf als Gegenleistung? Sie versprachen, ihn jeden Monat mit Schafen zu versorgen. Das ist ein kniffliger Deal. Es klingt wie eine klassische Vertrauensgeschichte. Genau. Es lässt sie über das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Risiko nachdenken. Lektion 3: Eine Woche voller Abenteuer. Hallo Anna, ich plane eine Reise für nur eine Woche und möchte alle wichtigen Sehenswürdigkeiten sehen. Das klingt spannend. Welche Orte stehen auf Ihrer Liste? Ich möchte das berühmte Museum, den Botanischen Garten und den Stadtzoo besuchen. Tolle Auswahl. Warst du schon einmal bei einem von ihnen? Nein, das wird mein erstes Mal sein. Ich freue mich riesig darauf. Sie werden das Museum lieben. Sie haben erstaunliche Ausstellungen. Das habe ich gehört. Was ist mit den botanischen Gärten? Sie sind wunderschön, besonders im Frühling, wenn alle Blumen blühen. Das hört sich herrlich an. Ich werde auf jeden Fall meine Kamera mitnehmen. Gute Idee. Sie möchten all diese Farben einfangen. Genau. Und ich bin auch gespannt auf den Zoo. Irgendwelche Tipps dafür? Kommen Sie früh an, um die Tiere zu sehen, wenn sie am aktivsten sind. Danke für den Tipp. Ich kann dieses Abenteuer kaum erwarten. Lektion 4: Frische Früchte. Hi Anna, ich habe gerade ein paar Äpfel, Bananen und Orangen bekommen. Pfiff, sind sie frisch und reif? Ja, sie sehen perfekt aus. Ich kann es kaum erwarten, sie zu essen.
Frisches Obst ist das Beste. Isst du viel Obst? Absolut. Ich versuche, mindestens 2 Stücke pro Tag zu haben. Das ist eine gute Angewohnheit. Ich liebe Smoothies mit Bananen und Beeren. Smoothies sind köstlich. Normalerweise nasche ich nur Obst. Auch Obstnaschen ist toll. Was ist dein Favorit? Ich glaube, Äpfel sind mein Favorit. Sie sind knusprig und süß. Ich liebe Orangen wegen ihrer Saftigkeit. Sie sind so erfrischend. Orangen spenden viel Feuchtigkeit. Kochen Sie gerne mit Obst. Perf Ich füge oft Obst zu Salaten hinzu oder mache Fruchtsalsa. Das hört sich lecker an. Das sollte ich mal mit meinen Äpfeln versuchen. Lektion 5: Unterkunft finden. Guten Morgen, Anna. Hast du schon angefangen, nach Unterkünften für die Reise zu suchen? Noch nicht. Ich erkunde immer noch Optionen. Haben Sie Vorschläge? Ich habe online ein paar schöne Hotels gefunden, die erschwinglich sind. Das ist hilfreich. Sind Sie in der Nähe der Sehenswürdigkeiten? Ja, beide sind nur wenige Minuten von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten entfernt. Perfekt. Ich würde gerne an einem geeigneten Ort übernachten. Es gibt auch einige tolle Hostels, wenn Sie eine gesellige Atmosphäre bevorzugen. Hostels können Spaß machen. Ich mag es, auf Reisen neue Leute kennenzulernen. Genau. Außerdem verfügen sie oft über Kücheneinrichtungen zum Kochen. Das ist ein Fluss. Es spart Geld für Mahlzeiten. Haben Sie Bewertungen überprüft? Ja, Bewertungen sind unerlässlich. Sie helfen dabei, die richtige Wahl zu treffen. Lektion 6: Die Macht der freien Meinungsäußerung. Guten Morgen, Anna. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie freie Meinungsäußerung das Leben selbst ist. Das ist eine tiefgreifende Aussage. Wie sind Sie darauf gekommen? Ich hörte eine Rede, in der betont wurde, wie wichtig es ist, Ideen offen auszudrücken. Das ist so wahr. Die freie Meinungsäußerung ermöglicht es uns, unsere Gedanken zu teilen und mit anderen in Kontakt zu treten. Genau. Es ist entscheidend für eine gesunde Gesellschaft. Ohne sie verlieren wir unsere Stimme. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie viel Einfluss unsere Worte auf Veränderungen haben können. Definitiv. Das ganze Spiel ändert sich, wenn Menschen das Gefühl haben, zu Wort kommen zu können. Tja, was war der Hauptpunkt der Rede, die Sie gehört haben? Der Redner sagte, dass das Schweigen von Stimmen nur zu Unwissenheit und Angst führe. Das ist eine starke Botschaft. Es ist wichtig, den Dialog zu fördern und ihn nicht zu unterbinden. Absolut. Das ist das Ende meiner Rede für heute. Was denken Sie? Lektion 7: Die Kunst der Verteidigung. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, dass Strafverteidiger oft Sympathie für ihre Mandanten gewinnen müssen. Das ist ein interessanter Punkt. Wie machen Sie das normalerweise? Sie nutzen oft emotionale Appelle, um mit der Jury in Kontakt zu treten. Das macht Sinn. Emotionen können Meinungen erheblich beeinflussen. Genau. Aus diesem Grund entscheiden sich Strafverteidiger eher für ein Gerichtsverfahren als für einen Plädoyer-Deal. Res Durch eine Gerichtsverhandlung können Sie Ihren Fall überzeugender darlegen.
Sie können die Geschichte Ihrer Kunden auf eine Weise erzählen, die bei den Menschen Anklang findet. Verf Storytelling ist ein wirkungsvolles Werkzeug in jeder Rechtsverteidigung. Haben Sie jemals ein Gerichtsdrama gesehen, das dies deutlich machte? Ich habe einige gesehen. Sie betonen wirklich den Kampf für Gerechtigkeit. Es ist faszinierend, wie Strategie eine entscheidende Rolle bei rechtlichen Ergebnissen spielt. Lektion 8: Erfolge feiern. Hi Anna, was war eine deiner größten Errungenschaften? Letztes Jahr einen Marathon zu absolvieren, war für mich ein großer Erfolg. Wow, das ist beeindruckend. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Ich habe monatelang trainiert und meine Distanz jede Woche schrittweise erhöht. Das klingt heftig. Gab es während der Ausbildung irgendwelche Herausforderungen? Definitiv. Manche Tage waren hart, besonders wenn ich müde war. Ich kann es mir vorstellen. Was hat Sie motiviert, weiterzumachen? Ich erinnerte mich immer wieder an die Ziellinie und daran, wie großartig es sich anfühlen würde. Das ist eine tolle Einstellung. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie die Ziellinie überquerten? Es war unglaublich. Ich verspürte eine Mischung aus Erschöpfung und Hochgefühl. Ich wette. Planen Sie, in Zukunft einen weiteren Marathon zu laufen? Ja, ich möchte meine Zeit verbessern und vielleicht einen anderen Kurs ausprobieren. Das klingt nach einem fantastischen Ziel. Ich bewundere Ihr Engagement. Lektion 9: Outdoor-Abenteuer. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, dieses Wochenende Kajakfahren auf dem See zu machen. Das hört sich lustig an. Es gibt viele Orte zur Auswahl, oder? Ja, ich habe ein paar Orte gefunden, an denen man Kajaks mieten kann und die eine tolle Aussicht bieten. Perfekt. Lassen Sie uns eine Liste dessen erstellen, was wir mitbringen müssen. Gute Idee. Wir sollten viel Wasser und ein paar Snacks einpacken. Definitiv. Und vergessen Sie nicht Sonnencreme und Hüte, um uns vor der Sonne zu schützen. Rechts. Auf dem Wasser kann man leicht einen Sonnenbrand bekommen. Wie wäre es, wenn Sie eine Kamera mitbringen, um die Momente festzuhalten? Toller Vorschlag. Wir werden uns an die wunderschöne Landschaft erinnern wollen. Tja, ich freue mich auf dieses Abenteuer. Es wird ein unvergesslicher Tag. Ich auch. Lassen Sie uns unsere Pläne später heute fertigstellen. Lektion 10: Computerprobleme verwalten. Hallo Anna, mein Laptop funktioniert nicht richtig. Oh nein, was scheint das Problem zu sein? Es läuft sehr langsam und friert manchmal ein. Das klingt frustrierend. Vielleicht sollten wir über ein Upgrade nachdenken. Das könnte helfen. Glaubst du, ich brauche mehr RAM? Ja, das Hinzufügen von mehr RAM kann die Geschwindigkeit definitiv verbessern. Möglicherweise benötige ich auch eine neue Festplatte. Was denken Sie? Ein Solid-State-Laufwerk wäre ein tolles Upgrade. Sie sind viel schneller. Das klingt nach einem soliden Plan. Wo soll ich danach suchen? Sie können online oder in örtlichen Elektronikgeschäften nachsehen. Ich werde das tun. Ich hoffe, dass es die Probleme behebt. Es sollte. Es ist auch wichtig, Ihre Software auf dem neuesten Stand zu halten.
Guter Punkt. Ich sorge dafür, dass alles auf dem neuesten Stand ist. Lektion 11. Nachtroutinen. Morgen Anna, ich habe gemerkt, dass es mir nachts besser geht. Wiffe. Ich wache morgens erfrischt auf. Ich stimme voll und ganz zu. Ich finde, dass ich spät am Tag produktiver bin. Das ist interessant. Was magst du in diesen Stunden? Normalerweise arbeite ich an kreativen Projekten oder lese. Das sind tolle Abendaktivitäten. Ich entspanne gerne bei einem Film. Filme sind perfekt zum Entspannen. Welche Genres bevorzugen Sie? Ich liebe Komödien. Sie heben immer meine Stimmung. Komödien sind großartig. Wegen der Spannung tendiere ich zu Ölen. Thrill können intensiv sein. Schaust du sie alleine oder mit Freunden? Wegen der gemeinsamen Spannung schaue ich sie mir lieber mit Freunden an. Lektion 12. Für Gerechtigkeit sprechen. Hallo Anna, ich glaube, es ist wichtig, das öffentliche Interesse mutig zu verfolgen. Sluf. Das Eintreten für mehr Gerechtigkeit und Mitgefühl ist in unserer Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Rechts. Es erfordert Mut, für das Richtige einzustehen. Wie können wir andere ermutigen? Wir können damit beginnen, das Bewusstsein für wichtige Themen zu schärfen. Das ist eine tolle Idee. Soziale Medien können ein wirkungsvolles Instrument zur Verbreitung von Botschaften sein. Definitiv. Dadurch können wir schnell ein breiteres Publikum erreichen. Und wir können von Führungskräften und Organisationen Verantwortung einfordern. Ja, Verantwortung ist entscheidend für den Fortschritt. Wie können wir Ihrer Meinung nach zum Handeln anregen? Das Teilen persönlicher Geschichten kann andere motivieren, sich der Sache anzuschließen. Ich stimme zu. Persönliche Verbindungen machen Probleme nachvollziehbarer. Lassen Sie uns an einem Projekt arbeiten, um einige Herausforderungen für die lokale Gemeinschaft hervorzuheben. Lektion 13. Ausstattung. Guten Morgen, Anna. Hast du dir die Zimmerausstattung in diesem Hotel angesehen? Ja, Sie verfügen über alle notwendigen Annehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt. Das ist gut zu hören. Über welche Art von Annehmlichkeiten sprechen wir? Sie bieten kostenloses WLAN, ein Fitnesscenter und sogar einen Swimmingpool. Oh, das klingt perfekt. Ein Pool eignet sich hervorragend zum Entspannen nach einem langen Tag. Ja, darüber hinaus ist das Fitnesscenter praktisch, um aktiv zu bleiben. Wie wäre es mit den Speisemöglichkeiten? Haben Sie ein Restaurant? Ja, es gibt ein Restaurant vor Ort mit einer Auswahl an Gerichten. Das klingt fantastisch. Es ist schön, Restaurants in der Nähe zu haben. Tja, es macht das Gesamterlebnis angenehmer. Buchen wir bald ein Zimmer dort. Es scheint eine gute Wahl zu sein. Lektion 14. Eine Reise nach Japan. Hi Anna, ja, ich war letzten Monat in Japan. Das klingt erstaunlich. Was war der Höhepunkt Ihrer Reise? Die Kirschblüten waren atemberaubend. So etwas habe ich noch nie gesehen. Puff, das muss ein wunderschöner Anblick gewesen sein. Haben Sie irgendwelche Tempel besucht?
Ja, ich habe mehrere Tempel in Kyoto erkundet. Die Architektur war faszinierend. Ich habe gehört, dass Kyoto reich an Kultur ist. Was hast du sonst noch erlebt? Ich habe traditionelle japanische Teezeremonien ausprobiert. Es war so beruhigend und elegant. Das hört sich herrlich an. Haben Sie auch die lokale Küche ausprobiert? Definitiv. Ich habe Sushi und Ramen aus lokalen Restaurants genossen. Irre. Haben Sie während Ihres Aufenthalts japanische Ausdrücke gelernt? Ich habe ein paar mitgenommen, zum Beispiel Arigato als Dankeschön. Es hat den Einheimischen geholfen. Das ist großartig. Es ist immer schön, durch Sprache eine Verbindung herzustellen. Sicher. Es machte das Erlebnis noch spezieller. Lektion 15. Mit den Nachrichten auf dem Laufenden bleiben. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit wichtige Neuigkeiten aus der ganzen Welt gehört? Ja, ich habe über einige bedeutende Entwicklungen in der Weltpolitik gelesen. Das ist interessant. Was passiert? Es wurde viel über die Klimaschutzpolitik diskutiert. Rechts. Es ist so ein entscheidendes Thema. Wie wäre es mit Neuigkeiten aus dem ganzen Land? Es gab Proteste, die sich für Reformen der sozialen Gerechtigkeit einsetzten. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen zusammenkommen, um etwas zu verändern. Wie sieht es mit lokalen Nachrichten aus? Unsere Stadt plant einen neuen Park, um das Wohlbefinden der Gemeinschaft zu fördern. Das klingt fantastisch. Grünflächen sind für Quartiere so wichtig. Hilf. Es ist großartig, Initiativen zu sehen, die der Gemeinschaft zugutekommen. Wenn wir informiert bleiben, können wir besser verstehen, was um uns herum passiert. Lektion 16. Neue Stile erkunden. Hi Anna, ich bin mir bei übergroßer Kleidung nicht sicher, aber ich werde Ihnen auch eine Chance geben. Das ist eine interessante Perspektive. Was zögert Sie? Ich bevorzuge schon immer figurbetonte Modelle, aber oversize Modelle sehen gemütlich aus. Sie sind, außerdem können sie ziemlich trendy und bequem sein. Wahr. Ich habe einige Outfits gesehen, die mit übergroßen Teilen großartig aussehen. Ja, es kommt darauf an, wie Sie sie mit anderen Artikeln kombinieren. Habt ihr Empfehlungen für das Styling von übergroßer Kleidung? Sie können sie mit taillierten Jeans oder einem Gürtel tragen, um Form zu schaffen. Das klingt nach einer klugen Idee. Das muss ich mal ausprobieren. Und Accessoires nicht vergessen. Sie können den Look wirklich aufwerten. Toller Tipp. Ich werde dieses Wochenende einige Optionen erkunden. Lektion 17. Kultreisen. Guten Morgen, Anna. Hast du schon von den neuen Touren gehört, die wir anbieten? Nein, das habe ich nicht. Um welche Art von Touren handelt es sich? Wir bieten Touren zu traditionellen Tempeln, Museen und lokalen Kunstgalerien an. Das klingt erstaunlich. Ich liebe es, kulturelle Stätten zu erkunden. Ich auch. Jeder Ort hat seine eigene einzigartige Geschichte und Schönheit. Vesuv. Sind die Touren geführt? Ja, sie sind. Guides erzählen faszinierende Geschichten über jeden Ort. Das ist großartig. Es trägt so viel zum Erlebnis bei.
Außerdem ist es eine Gelegenheit, andere zu treffen, die Kunst und Kultur schätzen. Ich würde gerne an einer dieser Touren teilnehmen. Rein beginnen Sie. Sie beginnen nächsten Monat, also sollten wir planen, gemeinsam hinzugehen. Lektion 18. Wohlentscheidungen. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, verschiedene Stile auszuprobieren. Das klingt spannend. Welche Stile erwägen Sie? Ich bin mir noch nicht sicher, es hängt von meinen Vorlieben ab. Ich könnte mich für einen legeren oder etwas formelleren Look entscheiden. Beides kann großartig sein. Warum probieren Sie nicht beides aus und finden heraus, welches Ihnen besser steht? Gute Idee. Durch das Mischen von Stilen könnte ein einzigartiger Look entstehen. Ja, Accessoires können auch die Atmosphäre eines Outfits verändern. Das stimmt. Haben Sie Lieblingsaccessoires? Ich liebe Statimentketten. Sie können ein einfaches Outfit wirklich aufwerten. Da muss ich mal welche suchen. Was ist mit Schuhen? Auch Schuhe können einen großen Unterschied machen. Sneakers für den Freizeitlook und High Heels für den formellen Look. Ich mag den Klang davon. Ich werde mit verschiedenen Kombinationen experimentieren. Lektion 19. Ressourcen für Eltern. Guten Morgen, Anna. Ich habe online ein paar tolle Erziehungstipps gefunden. Das ist großartig. Wo hast du sie gefunden? Ich habe sie auf einer Elternwebsite gefunden, auf der Artikel und Ratschläge geteilt werden. Das klingt hilfreich. Was für Tipps sind Ihnen aufgefallen? Es gab Vorschläge zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was wirklich nützlich ist. Da könnte ich auf jeden Fall ein paar Tipps gebrauchen. Wie empfehlen Sie das Zeitmanagement? Sie schlagen vor, einen Zeitplan zu erstellen, der die Zeit für die Familie einschließt. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, Familienaktivitäten Vorrang einzuräumen. Absolut. Sie haben auch Ideen für unterhaltsame Bildungsaktivitäten für Kinder. Ich liebe das. Es ist so wichtig, die Kinder zu beschäftigen. Ich teile die Website mit Ihnen. Es enthält viele wertvolle Informationen. Lektion 20. Ein Taxi nehmen. Hi Anna, bist du bereit aufzubrechen? Ja, das bin ich. Lass uns gemeinsam ein Taxi finden. Tolle Idee. Wie können wir hier ein Taxi anfordern? Wir können eine App nutzen oder auf der Straße damit winken. Ich bevorzuge die App. Es ist normalerweise schneller und bequemer. Gute Wahl. Welche App nutzen Sie normalerweise? Ich benutze Redenov gerne. Es ist benutzerfreundlich und zuverlässig. Das klingt perfekt. Müssen Sie ein Konto einrichten? Ja, aber die Einrichtung ist mit wenigen Details schnell erledigt. Eindrucksvoll. Fangen wir an, damit wir keine Zeit verschwenden. Rechts. Ich öffne die App und gebe unser Ziel ein. Großartig. Ich kann die voraussichtliche Ankunftszeit des Taxis überprüfen. Hört sich gut an. Dies wird unsere Reise viel einfacher machen. Lektion 21. Wirtschaftliche Ungleichheit. Guten Morgen, Anna. Ich habe über die wirtschaftliche Ungleichheit in unserem Land nachgedacht. Es ist ein bedeutendes Problem.
Während es vielen unserer Bürger gut geht, zweifeln andere an der Aussicht auf Fortschritt. Genau. Es ist frustrierend, eine solche Kluft zwischen verschiedenen Gemeinschaften zu sehen. Ja, und manche Menschen fühlen sich trotz des Gesamtwachstums abgehängt. Was könnte Ihrer Meinung nach getan werden, um dieses Problem anzugehen? Wir brauchen eine integrativere Politik, die marginalisierte Gruppen unterstützt. Definitiv. Bildungs- und Berufsausbildungsprogramme könnten einen Unterschied machen. Vereinbart. Die Stärkung des Einzelnen ist der Schlüssel zum Schließen dieser Lücke. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass jeder Zugang zu Möglichkeiten hat. Zuruf. Wir sollten uns für Veränderungen in der Kommunalverwaltung einsetzen. Ja, bei der Schaffung einer gerechteren Gesellschaft ist jede Stimme wichtig. Lektion 22. Analyse des Buckels. Hallo Anna, hast du den neuesten Haushaltsbericht gesehen? Ja, das habe ich. Es ist sehr detailliert und organisiert. Ich war beeindruckt, wie transparent es ist. Sind Ihnen die Abschnitte zum Thema Bildung aufgefallen? Zuruf. Sie stellten einen erheblichen Betrag für Schulen und Programme bereit. Das ist toll zu sehen. Bildung ist entscheidend für zukünftiges Wachstum. Definitiv. Mir gefiel auch, dass sie die Finanzierung von Gemeinschaftsprojekten beinhalteten. Ja, gemeinschaftliches Engagement ist so wichtig. Was halten Sie vom Gesundheitsbudget? Ich hielt es für sinnvoll, insbesondere angesichts des Schwerpunkts auf psychiatrischen Diensten. Genau. Die Unterstützung der psychischen Gesundheit wird in Haushaltsdiskussionen oft übersehen. Es ist an der Zeit, dass es die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient. Hatten Sie Bedenken bezüglich des Berichts? Mir ist aufgefallen, dass einige Bereiche immer noch unterfinanziert zu sein scheinen, beispielsweise der öffentliche Nahverkehr. Das ist ein guter Punkt. Eine Verbesserung des Transportwesens könnte vielen Bürgern zugutekommen. Sicher. Insgesamt halte ich es für einen positiven Schritt nach vorne. Lektion 23. Kunst erforschen. Guten Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit über meine Kunst nachgedacht. Ich male hauptsächlich Landschaften und Stilllebensszenen. Das klingt wunderschön. Ich liebe die Ruhe der Landschaften. Was ist mit dir? Ich genieße es, die Schönheit der Natur einzufangen, möchte mich aber auch mit abstrakter Kunst beschäftigen. Abstrakte Kunst kann so ausdrucksstark sein. Hast du es schon ausprobiert? Noch nicht, aber ich freue mich darauf, mit Farben und Formen zu experimentieren. Das ist eine tolle Idee. Es geht darum, Emotionen durch Kunst auszudrücken. Genau. Ich denke, es wäre befreiend, sich von traditionellen Formen zu lösen. Zuruf. Was inspiriert Ihre Landschaften? Ich lasse mich oft von meinen Reisen und den örtlichen Parks inspirieren. Die Natur ist so eine großartige Muster. Ich würde gerne Ihre neuen abstrakten Stücke sehen. Ich werde sie auf jeden Fall teilen, sobald ich anfange. Lektion 24. Marketingstrategien. Hallo Anna, ich habe darüber gelesen, wie effektive Marketingstrategien den Umsatz und die Kundenbindung steigern können. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Auf welche Strategien sind Sie gestoßen? Eine Strategie besteht darin, Social Media Influencer zu nutzen, um Produkte zu bewerben.
Es kann Aufsehen erregen und neue Kunden anlocken. Absolut. Influencer haben eine große Reichweite und ihre Unterstützung kann einen großen Unterschied machen. Haben Sie in letzter Zeit erfolgreiche Kampagnen gesehen? Ja, mir ist eine Beauty-Marke aufgefallen, die mit beliebten Influencern zusammenarbeitet. Ihre Verkäufe stiegen nach dem Start der Kampagne sprunghaft an. Das ist beeindruckend. Es zeigt, wie intelligente Partnerschaften die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit steigern können. Was hast du sonst noch gefunden? Ein weiterer effektiver Ansatz ist das Anbieten zeitlich begrenzter Werbeaktionen. Durch die Schaffung eines Gefühls der Dringlichkeit können Kunden dazu ermutigt werden, schnelle Entscheidungen zu treffen. Definitiv. Menschen fühlen sich oft gezwungen zu handeln, wenn sie befürchten, dass eine Chance verloren gehen könnte. Es ist eine kluge Taktik, um den Umsatz anzukurbeln. Rechts. Darüber hinaus kann die Einbindung von Kunden über personalisierte E-Mails auch das Engagement steigern. Durch die Anpassung der Nachrichten an individuelle Vorlieben fühlen sie sich wertgeschätzt. Ich stimme voll und ganz zu. Personalisierung trägt dazu bei, eine Verbindung zwischen der Marke und dem Kunden aufzubauen, was zu Loyalität führen kann. Genau. Es geht darum, den Kunden das Gefühl zu geben, wichtig zu sein. Außerdem können treue Programme eine tolle Möglichkeit sein, Stammkunden zu belohnen. Das stimmt. Das Anbieten von Punkten oder Rabatten für zukünftige Einkäufe regt Kunden dazu an, immer wieder zu kommen. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Sicher. Ich denke, dass durch die Kombination dieser Strategien ein wirkungsvoller Marketingplan erstellt werden kann, der nicht nur den Umsatz steigert, sondern auch einen starken Kundenstamm aufbaut. Lektion 25 Zahlungsoptionen. Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie flexible Zahlungsoptionen Kundenentscheidungen beeinflussen können. Wie wäre es mit Ratenzahlungen? Hallo John, das ist eine tolle Idee. Durch das Anbieten von Ratenzahlungen können höherpreisige Artikel für Kunden leichter zugänglich gemacht werden. Genau. Dadurch können Kunden ihre Einkäufe besser budgetieren und die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen. Was halten Sie von den Fristen für diese Zahlungen? Fristen können ein Gefühl der Dringlichkeit hervorrufen, was Kunden dazu veranlassen könnte, sich früher zu verpflichten. Sie müssen jedoch angemessen sein, um eine Überforderung der Käufer zu vermeiden. Absolut. Das Festlegen klarer und überschaubarer Fristen ist von entscheidender Bedeutung. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Dringlichkeit und Komfort zu finden. Ich stimme zu. Außerdem können Kunden durch die Bereitstellung von Erinnerungen den Überblick über ihre Zahlungspläne behalten. Es zeigt, dass ihnen ihre Erfahrung am Herzen liegt. Das ist ein kluger Ansatz. Eine offene Kommunikation kann die Kundenzufriedenheit und das Vertrauen in die Marke steigern. Definitiv. Es geht darum, den Kaufprozess so reibungslos und transparent wie möglich zu gestalten. Haben Sie Marken gesehen, die dies erfolgreich umgesetzt haben? Ja, ein Möbelhaus, das ich kenne, bietet Ratenzahlungspläne mit klaren Fristen und Erinnerungen an und konnte einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen. Das ist fantastisch. Es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie das Verständnis der Kundenbedürfnisse zu besseren Geschäftsergebnissen führen kann. Genau. Ich denke, dass mehr Unternehmen flexible Zahlungsoptionen in Betracht ziehen sollten, um ein breiteres Kundenspektrum anzulocken.